Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli. Heute geht es ums Phantasialand bei Brühl. Der Park wurde 1967 eröffnet und ich will euch 10 interessante Fakten aus der Anfangszeit des Freizeitparks und der Zeit vor der Gründung erzählen, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Nummer 1. Wieso Berggeiststraße? Wenn ihr die Adresse des Phantasialands zum Beispiel beim Navi eingebt, ist euch vielleicht schon einmal aufgefallen, die Adresse Berggeiststraße. Könnte ein Name besser zu einem Freizeitpark wie das Phantasialand passen? Phantasialand liegt im Rheinischen Braunkohlerevier, und zwar an der Willeseenplatte des Naturparks Rheinland. Die südlichste Braunkohlegrube im Revier, das ist die Grube Berggeist. Die Grube war ab 1858 in Betrieb und wurde von der Zuckerfabrik in Brühl gekauft. Außerdem baute man hier eine Brikettfabrik, die arbeitete bis 1936. Mitte der 60er Jahre wurde die Grube Berggeist dann stillgelegt. Der Tagebau wurde dann rekultiviert, es blieben mehrere Löcher übrig, die machte man zu künstlichen Seen. Der größere davon heißt der Berggeistsee und daneben gibt es einen kleineren, an dem liegt das Phantasialand. Heute heißt dieser See Mondsee. Doch wo aber begann die Geschichte des Phantasialands? Wo liegt die Keimzelle? So sieht Phantasialand von oben aus, hier ein Bild von Google Maps. Da habe ich jetzt mal eingezeichnet, wo die Grenzen liegen von Phantasialand. Nicht weit entfernt davon liegt der Birkhof. Das ist der kleine weiße Kasten hier unten. Der Birkhof, der wurde als Gutshof, also als rheinischer Bauernhof errichtet. Ab 1858 wurde hier Braunkohle abgebaut in der Region. Der Bauernhof, der verlog seine Ländereien an die Braunkohlegewinnung. Doch bevor der Hof selber abgerissen wurde, wurde 1965 der Tagebau eingestellt. Das ehemalige Ackerland wurde zum Waldgebiet und der Birkhof selbst wurde nicht abgerissen. Die Hofgebäude, die dienten als Notunterkünfte und hier war eine Stuhlfabrik untergebracht. Danach standen die Gebäude etwa 10 Jahre lang leer. Die Hallen, wo die Stuhlfabrik drin gewesen ist, die wurde von Schmidt und Löffelhardt, den Phantasialand-Gründern, gemietet. Und die bauten hier die ersten Attraktionen des Phantasialandes für den Aufbau im Freizeitpark zusammen. Danach hat Otto Flimm, der ehemalige Präsident des ADAC, den Hof übernommen und hat das Ganze hier zu einer Reitanlage umbauen lassen und das ist es heute noch. Ja, und das sind welche der Sachen, die Schmidt-Löffelhardt hier in diesen Hallen gebaut haben. Phantasialand wurde 1967 von Gottlieb Löffelhardt und Richard Schmidt gegründet. Während Löffelhardt aus einer Schaustellerfamilie kam, wird bei Richard Schmidt meist nur die Bezeichnung Puppenspieler genannt. Doch da gibt es mehr zu erzählen. Richard Schmidt wurde 1927 geboren. Auch er kommt aus einer Schausteller- und Artistenfamilie. Sein Großvater nannte sich selbst Professor der Magie und er reiste vor über 100 Jahren über die Volksfeste und zeigte dort in der Frühzeit des Kinos in Zelten bewegte Bilder, später Filme und das Ganze mit dem Cinematographen. Richard Schmidts Vater stieg in das Geschäft ein und drehte eigene Filme, die er vorführte. Dann wurde er Marionettenspieler mit eigener Wanderbühne. Er nannte sich Bosco Schmidt. Mit dem Vater und seiner Schwester Emmy zog Richard Schmidt über Volksfeste und trat in Varietés auf. Die Mutter nähte Kostüme, der Vater schnitzte die Marionetten. Ab 1940 treten Richard Schmidt, er war damals 14, und seine Schwester Emmy, die war 19, als Emma und Bosco gemeinsam auf. Mit Marionetten parodieren sie die Filmstars der Zeit. Hans Moser, Theo Lingen, den Clown Grog. Ab 1945 wechseln die Stars. Louis Armstrong kommt jetzt dazu. Schmidt schnitzt die Marionetten selber. Hier habe ich gefunden ein Programm von 1947 aus einem Varieté in Halle. Da treten Emmy und Bosco auf. Anfang der 60er Jahre wechselt Richard Schmidt zum Fernsehen. Er ist inzwischen verheiratet. Erst war er noch gemeinsam mit seiner Frau Medi in Varietés aufgetreten. Ab 1963 arbeitete er dann fürs neu gegründete ZDF. Im deutschen Fernsehen gab es in den 60er Jahren etliche Puppenstücke zu sehen. Nicht nur für Kinder, auch Marionettentheater für Erwachsene war gefragt. Im ZDF gab es damals übrigens fast jeden Abend ein Theaterstück, war also ein bisschen niveauvoller, wie es heute ist. Schmidt machte Puppentheater für Erwachsene. In einem Interview hat er einmal erzählt, dass er in den folgenden Jahren etwa 50 Puppenfilme gemacht habe. Er und seine Frau machten die Marionetten und spielten auch. In Brühl habe er eine eigene Werkstatt zur Produktion gehabt, in der Nähe von München ein Studio, in dem gedreht wurde. Etwa 1000 handgeschnitzte Puppen seien so entstanden.
Die Bilder hier sind aus so einem Puppenstück des ZDFs Anfang der 60er Jahre. Da haben bekannte Schlagerstars als Marionetten Lieder gesungen. Das wäre also ungefähr die Kragenweite von Richard Schmidt ja gewesen. Ob er dabei war, weiß ich nicht. Diese Figur hier, das ist Udo Jürgens. Die Show hier, die hieß Ohne Wahl keine Qual und wurde im Juni 1965 ausgestrahlt. Und dann gab es noch 1966 die Spielhölle von Las Vegas. Und da sieht man, da wurde eine einzelne Figur, in dem Fall war das Hildegard Knef, als Marionette dargestellt. Könnte auch sein, dass er die gebaut hat zum Beispiel. Da wurden noch ganze Theaterstücke mit Marionetten aufgeführt. Goethes Faust zum Beispiel. Aber im Nachspann, da findet man nie die Namen der Puppenspieler, die wurden weggelassen. Deswegen habe ich auch keinen Richard Schmidt dort gefunden. Also ein Freizeitpark ist ja auch ein bisschen Zauberkunst. Und zur Zauberkunst, da hatte zum Beispiel Phantasialand-Gründer Richard Schmidt ein ganz besonderes Verhältnis. In einem Interview erzählte er mal, wie er 1932 oder 1933, er begleitete damals seinen marionettenspielenden Vater, in der Lichtburg in Essen den Zauberer Alois Kassner begegnete. Kassner war zu der Zeit eine richtige Berühmtheit. Der ließ zum Beispiel 12 Personen auf der Bühne verschwinden. Und als Höhepunkt ließ er einen lebenden Elefanten verschwinden. Und genau bei der Nummer, erzählte Schmidt, durfte er in Essen auf dem Elefanten sitzen. Schmidt experimentierte dann selber mit der Zauberei und eine Zeit lang assistierte er dem Artisten Ferry Forst, ein bekannter Illusionist. Eine seiner Spezialitäten war, eine Frau aus einer Kanone schießen. Auch auf das Cover eines Zauberermagazins hat Richard Schmidt mal geschafft. Das war das Magazin Die magische Welt, das ihn 1997 interviewte. Seine Liebe zur Zauberei, die lebte er dann in den Phantasialand-Shows im Wintergarten aus. Da standen viele Jahre über Zaubershows ganz hoch im Kurs. Eine der größten Shows, das war die Welcome Las Vegas Show. In den ersten über 20 Jahren, da waren jede Menge Zaubershows im Wintergarten zu sehen. Da verschwanden Frauen, da schwebten Leute durch die Gegend, da verschwanden auch mal Tiger. Waren sehr, sehr schöne Shows. Wo lernten sich die Phantasialand-Gründer Gottlieb Löffelhardt und Richard Schmidt eigentlich kennen? Gottlieb Löffelhardt stammte aus einer Schauspielerfamilie. Die zog europaweit über die Volksfeste. In einem Interview erzählte Löffelhardt, wie er Ende der 30er Jahre in Berlin war. Dort hatte die Familie im Vergnügungspark Treptow, das ist übrigens der Vorläufer des Freizeitparks Spreepark gewesen, der 1969 dort gegründet wurde, mehrere Fahrgeschäfte. Zu der Zeit trat Richard Schmidt mit seinen Marionetten im Friedrichstadtpalast auf. Und dort sah Löffelhardt Schmidt, die beiden freundeten sich an. Wir haben uns später wieder getroffen und die Freundschaft wurde größer nach dem Krieg, erzählte Löffelhardt im Interview. Die Idee zum Bau des Themenbereichs Alt-Berlin entstand Ende der 60er Jahre. Schmidt war damals in Berlin. Am Brandenburger Tor stand damals auf der Westseite ein Aussichtsturm, von dem aus man in den Osten rüber gucken konnte. Als er dort oben stand, das Brandenburger Tor sah, sei ihm die Idee für Alt-Berlin gekommen. Ursprünglich, sagte er in einem Interview, sei auf dem Gelände im Phantasialand eine Straße in Paris geplant gewesen. Nach dem Rückflug besprachen Schmidt und Löffelhardt die Idee. Löffelhardt war begeistert, die Planungen begannen am nächsten Tag. Der Wintergarten war eine Varieté-Bühne in Berlin nahe dem Bahnhof Friedrichstraße. Das Theater war tatsächlich der Wintergarten eines Hotels, nämlich des Zentralhotels. Die Varieté-Bühne war eine Bühne mit Weltruf, besonders in den 20er, 30er und 40er Jahren. So sah der Wintergarten im Phantasialand in letzter Zeit aus, und das hier ist ein Bild des Wintergartens im Phantasialand aus den 70er Jahren. Und das hier ist der Original-Wintergarten in Berlin. Achtet mal auf den Eingang, er sieht sehr, sehr ähnlich dem im Phantasialand 1972. Hier nochmal zum Vergleich. Da hat man im Phantasialand wirklich eine sehr schöne Kopie gebaut. Ein besonderes Kennzeichen des Wintergartens in Berlin war die Decke. Tausende Glühbirnen an der Decke imitierten einen Sternenhimmel. Und genauso einen Sternenhimmel hatte der Wintergarten im Phantasialand in den ersten Jahrzehnten auch. Inzwischen ist er verschwunden. Schmidt ist mit seiner Schwester Emmy als Emmy und Bosco Schmidt 1943 im Wintergarten aufgetreten. Das Original wurde 1945 zerstört. Das hier ist eine Außenaufnahme des Phantasialand Wintergartens aus den Anfangsjahren.
Gottlieb Löffelhardt und Richard Schmidt, die Phantasialand-Gründer und ihre Löwenliebe. Was nicht viele wissen, 1968 eröffneten Schmidt-Löffelhardt parallel zum Phantasialand einen Safari-Park, eine Autosafari. Der Park, der lag in Tüddern, das ist nahe der Grenze zu den Niederlanden im Kreis Heinsberg, das ist oberhalb von Aachen. Löffelhardt sagte in einem Interview dazu: Wir haben ihn nur ein Jahr behalten, weil unsere Frauen meinten, wir seien als Tierfutter zu teuer. Die Chefs, insbesondere wohl Richard Schmidt, mussten als Tierbetreuer ran. In einem Interview erzählte Richard Schmidt: Wir hatten einen Dompteur engagiert, der konnte aber nicht kommen. Da blieb mir nichts anderes übrig, als mich mit den Tieren anzufreunden. Ich habe aber nur beste Erfahrungen gemacht. Seitdem gehört meine spezielle Liebe den Raubtieren. Wir hatten 50 Stück. Alle sagten, ich habe Glück gehabt, dass mir nichts passierte. Mit einer Raubtiergruppe aus Tigern und Löwen habe er manchmal zusammen im Haus übernachtet. Ja, und dann wissen wir auch den Grund, warum in den Shows, insbesondere im Wintergarten, so viele Löwen und Tiger aufgetreten sind während der ersten Jahrzehnte. Die beiden haben diese Raubtiere einfach gemocht. Sogar auf dem Cover eines Parkplans, da war mal einer der Tiger zu sehen. Für die beiden Phantasialand-Gründer sicherlich ein Highlight war von 1987 bis 1995 die Magic World of Siegfried and Roy Ausstellung. Einmal gab es da die Kuppel, da waren Kostüme der Las Vegas Künstler ausgestellt und auch der weiße Rolls-Royce. Und es gab ein Tiergehege, in denen lebten die zwei kleinen weißen Tiger, die Siegfried und Roy dem Phantasialand geschenkt hatten. Das Ganze stand da bis 1995. Warum eigentlich war das Phantasialand in den ersten Jahren nicht nur ein reiner Märchenwald? Warum gab es dort mehr? Richard Schmidt, der wollte seine Marionetten und Kulissen, die er für die Fernsehproduktionen gemacht hatte, zeigen. Also planten er und Gottlieb Löffelhardt einen Märchenwald. Die Gliederpuppen wurden zunächst versteift und standfest gemacht, danach wurden sie einzelnen Märchen zugeteilt und entsprechend neu eingekleidet. Dass es dann mehr wurde als nur ein Märchenwald, dass dann doch noch andere Sachen dazukamen, das liegt laut einem Artikel in den Brühler Heimatblättern von 2014 an Gottlieb Löffelhardt. Denn der sagte zu Schmidt: Richard, da fehlt die Action. Ja, der Mann war Schausteller und ein absoluter Profi auf seinem Gebiet, also baute man auch Sachen, die Action versprachen. Und so kam es, dass bei der Eröffnung 1967 nicht nur Figuren eines Märchenparks dort standen, sondern es gab auch eine Oldtimerbahn, einen Western Express, es gab eine Bootsfahrt, es gab eine Ponyreitbahn und es gab ein Marionettentheater. So, das sind die 10 Sachen, die ich euch erzählen wollte über das Phantasialand in seinen Anfängen, die vielleicht nicht jeder weiß. Ich hoffe, es war interessant. In diesem Sinn, tschüss.